In diesem Video wissen Sie: Was ist Tayammum? Warum ist Tayammum erlaubt? Wann ist Tayammum möglich? Was sind die Schritte von Tayammum? Wann ist Tayammum annulliert? Was ist Tayammum? Tayammum ist eine rituelle Reinigung, Tahara, und ist ein Ersatz für die rituelle Gebetswaschung, Wudu, und die rituelle Ganzwaschung, für den Fall, wenn kein Wasser vorhanden ist. Warum ist Tayammum erlaubt? Tayammum wurde im Koran erwähnt, und ihre Regeln wurden in der Sunna erklärt. Im Koran: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. In der Sunna: Der Gesandte Allahs sagte: Die Erde wurde mir rein und als Gebetsstätte gemacht. Die Weisheit darin ist die Erleichterung, wie Allah es im Koran sagt. الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Wann ist Tayammum möglich? Bei Wassermangel, bei Krankheiten oder Verletzungen. Wenn es Wasservorrat gibt, was nur für den Eigenbedarf, Kochen oder Trinken ist. Wenn das Erreichen von Wasser lebensbedrohlich ist. Wenn das Wasser zu kalt ist und der Gesundheit schadet. Was sind die Schritte von Tayammum? Machen Sie Niyya oder die Intention, Tayammum durchzuführen. Sagen Sie Bismillah, im Namen Allahs. Finden Sie eine saubere Stelle. Dies kann alles Natürliche, wie ein Fels, Sand oder Gras sein. Schlagen Sie den Boden einmal mit beiden Händen. Heben Sie die Hände hoch und stellen Sie sicher, dass es kein Unreines im Staub gibt, indem Sie den Staub pusten oder die Hände abstauben. Reiben Sie ihnen mit den Händen das Gesicht. Das Gesicht umfasst das rechte Ohr bis zum linken. Reiben Sie die Hände bis das Handgelenk. Zuerst reiben Sie die rechte Hand mit der linken, und die linke Hand mit der rechten. Wann ist Tayammum annulliert? Durch alles, was auch Gebetswaschung Wudu ungültig macht. Wenn Wasser wieder zur Verfügung steht. Wenn der Grund behoben ist, aus welchem man das Wasser nicht benutzen durfte.